Herzlich willkommen zu unserem Videobeitrag der CAD Akademie. Mein Name ist Son Nguyen von der Technischen Universität München und zusammen mit meinem Kollegen Felix Olbrich möchten wir heute sehr gerne einen kurzen Überblick über die Neuigkeiten in CAD mit 3.0 präsentieren. Für dieses Video nehmen wir an, dass Sie CAD mit 2.0 schon kennen. Die ersten Entwicklungsarbeiten haben schon vor mehr als 10 Jahren begonnen. Nach 8 Jahren kam dann der erste Teil raus, das konzeptuelle Modell. Und letztes Jahr wurde der letzte Teil veröffentlicht, die GML-Codierung. Damit ist die GML 3.0 offiziell ein internationaler OGC-Standard. Auf dieser Folie finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten von CDGML 3.0 zusammengefasst. Erstens, es gibt neue sowie überarbeitete Module. Damit wird eine bessere Nutzung von 3D-Stadtmodellen für die Stadtplanung, diverse Analysen und so weiter ermöglicht. Zweitens, weniger Redundanzen. Das heißt, die Kernkonzepte werden ganz oben zentral organisiert und wenn sie gebraucht werden, werden sie dann in den darunterliegenden Modulen vererbt. Zwei neue Konzepte. Alle Stadtobjekte in CDGML 3.0 basieren jetzt auf Space und Space Boundary. Alle Geometrien hängen dann dran. Viertens, CDGML 3.0 ist jetzt sehr kompatibel mit den üblichen Standards wie Indoor GMO, IFC, RDF, Inspire und so weiter. Und zum Schluss, wir verwenden hier einen modellgetriebenen Ansatz. Das bedeutet, von einem ISO-konformen UML-Modell könnten wir automatisch die Datenaustauschformate ableiten. Natürlich könnten die Datensätze in CDGML 1.0 und 2.0 nach 3.0 konvertiert werden. Dafür gibt es bereits Werkzeuge. Eine Übersicht über die Module in CDGML 3.0. Die Module werden hier wie eine Pyramide organisiert. Ganz oben haben wir das CDGML Core Modul. Dieses definiert Basiskonzepte und Geometrien, die von allen anderen Modulen geerbt werden. In der Mitte haben wir diese blauen Module, also Appearance, Generics, Dynamizer, Versioning und Point Cloud. Diese definieren Konzepte, die auf alle thematischen Module anwendbar sind. Diese thematischen Module finden Sie hier ganz unten, zum Beispiel Building, Bridge, Tunnel und so weiter. Die Module Dynamizer, Versioning und Point Cloud sowie Construction sind neu. Und zusätzlich dazu haben wir das Modul CDGML Core Generics, Building und Transportation überarbeitet. Wie ich vorhin erwähnt habe, gibt es in CDGML 3.0 zwei neue Konzepte. Spaces, also Räume, und Space Boundaries, also Raumgrenzen. Die Raumgrenzen sind zum Beispiel die Wandflächen oder die Dachflächen von einem Gebäude oder auch die Öffnung von einem Tunnel. Die Spaces werden in zwei Unterklassen aufgeteilt, die logischen Räume und die physischen Räume. Die logischen Räume sind zum Beispiel die Gemeinden oder die Bezirke einer Stadt. Die physischen Räume werden wiederum in zwei Unterklassen aufgeteilt, Occupied Space und Unoccupied Space. Occupied Spaces sind Räume, die tatsächlich einen physischen Raum besetzen, zum Beispiel Häuser, Strommasten und Bäume. Bei den Unoccupied Spaces handelt es sich um die Räume, wo die Objekte frei bewegen können, zum Beispiel Straßenräume. Das LOD-Konzept wurde auch überarbeitet. Die neue Version erlaubt jetzt die Innenraummodellierung von Objekten in jedem LOD. Das heißt, das LOD 4 wird nicht mehr benötigt, sondern nur von 0 bis 3. Zum Beispiel, wir können die Außenhülle von diesem Gebäude in LOD 1 machen und den Innenraum dann in der LOD 2 oder 3 modellieren.
Damit ist es sehr gut geeignet für die Anwendungen, die eine detaillierte Repräsentation vom Innenraum benötigen, aber nicht unbedingt die Außenhülle. Zum Beispiel die Innenraumnavigation oder Facility Management und so weiter. Das Building-Modul ist nach wie vor einer der wichtigsten Module in CDGML und in der neuen Version wurde es auch überarbeitet. Hier wird eine neue Klasse eingeführt, die Abstract Building Subdivision Klasse. Diese wird in zwei Subklassen unterteilt: Stories, also die Stockwerke von einem Gebäude, und die Building Units. Diese repräsentieren die logischen Unterteilungen von Gebäuden. Damit könnten wir Wohnungen modellieren, aber auch öffentliche Bereiche und Sicherheitszonen. Zum Thema Änderungen in der Stadt gibt es auch Neuigkeiten. Wir teilen diese Änderungen in zwei Arten auf: schnelle dynamische Änderungen und langsamere Änderungen. Bei den schnellen dynamischen Änderungen handelt es sich um zum Beispiel die räumlichen Änderungen, also die Autos oder Menschen, die sich bewegen. Die thematischen Änderungen, also Schwankungen in den Temperaturen, die Erscheinungsänderungen sowie die Echtzeitdaten von Sensoren und IoT-Geräten. Auf der anderen Seite haben wir die langsameren Änderungen, also die Konstruktion neuer Gebäude oder der Abriss alter Gebäude. Aber auch die Änderungen in Objekteigenschaften, zum Beispiel die Anzahl der Stockwerke, die Höhe von einem Gebäude und so weiter. Also bei den schnellen dynamischen Änderungen können Sie das neue Modul Dynamizer verwenden, und für die langsameren Änderungen könnten Sie das Modul Versioning verwenden. Mit Versioning könnten Sie gleichzeitig unterschiedliche Versionen von einem Stadtmodell erhalten und managen. Zum Thema Straßenraummodellierung gibt es auch eine Menge Möglichkeiten, und hiermit möchte ich gern an meine Kollegen übergeben, Felix. Ja, dann mache ich jetzt hier weiter mit der verbesserten Darstellung der Verkehrsinfrastruktur. Ziel war eine detaillierte Repräsentation des Straßenraums als Bestandteil eines standardisierten und konsistenten semantischen 3D-Stadtmodells. Die Modellierung basiert nun auf dem neuen Raumkonzept. Auf der rechten Seite können Sie zum einen die Clearance Spaces, die Traffic Spaces und die Traffic Areas sehen. Clearance Spaces sind Freiräume, in denen sich ein mobiles Objekt bewegen kann, ohne auf Hindernisse zu stoßen. Traffic Spaces, die Verkehrsräume, sind die eigentlichen Räume, in denen Verkehrsobjekte sich bewegen können. Und Traffic Areas grenzen die Bodenflächen der Traffic Spaces ab. Zusätzlich wurden noch Wasserstraßen, Straßenmarkierungen und Löcher hinzugefügt. Die Straßenraummodellierung selbst findet nun in 3 Genauigkeitsstufen statt. Diese schauen wir uns noch etwas näher an. Wir haben einmal die Granularität Area. Diese beschreibt die gesamte Straßenbreite einer Road, also einer Straße, und wird mit einem einzigen Objekt modelliert. Die Granularität Way modelliert nun individuelle Objekte nach Oberflächenfunktion oder Verkehrstyp, sei es zum Beispiel Unterschied für Autos und Fußgänger. Und es wird ein Objekt pro Fahrer benutzt. Granularität Lane modelliert nun jede Fahrspur. Das heißt, fahrspurgenaues Modellieren wird möglich. Das heißt, auch inklusive Fahrspuren für Fahrzeuge. Und jede Lane wird separat als Objekt modelliert. Unten sehen Sie auch nochmal schön aufgeteilt Area, Way und Lane. Die verbesserte Darstellung bietet jetzt allerdings auch die Möglichkeit, zwischen Area und Lane zu unterscheiden. Das heißt, Straßenzüge, Abschnitte können als Area dargestellt werden, wenn andere auf Fahrspur genau abgebildet werden, je nachdem, was die Datenlage hergibt. Idealerweise werden Fahrspuren einzeln repräsentiert, damit würde man Navigations- und Simulationsanwendungen unterstützen. Die Straße selbst wird nun in Abschnitte, Sections und Kreuzungen, Intersections aufgeteilt. Eine Straße kann aus mehreren Abschnitten bestehen, das heißt aus mehreren Sections und Intersections. Die Kreuzungen selber, also die Intersections, können mehreren Straßen zugeordnet werden. Über Verlinkung können die Geometrien miteinander
genutzt werden, sodass wir Redundanzen vermeiden. Straßen können jetzt auch in Gebäude fortgesetzt werden. Ein typisches Beispiel sind hier Parkhäuser, die Transportfunktionen genauso wie Building, also Gebäudefunktionen vereinen. Auf der linken Seite sehen Sie einmal eine Parkgarage mit den Gebäudeinformationen, das heißt mit Floor, Wall und Roof Surfaces, das heißt Dach, Boden und Wandflächen. Auf der rechten Seite nun entsprechend Verkehrsräume, das heißt Sections und Intersections, die dargestellt werden können, zugehörig mit Traffic Areas und Auxiliary Traffic Areas. Es gibt auch noch weitere wichtige CityGML-Objekte. Ich möchte hier jetzt nur auf das City Furniture Modul noch eingehen. Wir haben hier weitere Ausrüstungsgegenstände, die natürlich im Straßenraum vorkommen. Zum Beispiel Verkehrsschilder, Ampeln, Straßenbeleuchtung, Mülleimer oder Fahrradständer. Einzelne Elemente, die dann zum Beispiel bei einer Ampel zusammengehörig sind, können auch als City Object Group zusammen modelliert werden. Von weiterer Bedeutung ist natürlich die Topologie, besonders wenn es dann darum geht, Netzwerke für Navigationsanwendungen zu erstellen. Hier bieten sich die Predecessor-Successor bzw. das Vorgänger-Nachfolger-Konzept an. Die Attribute für Verkehrsrichtung dürfen natürlich auch nicht fehlen und zusammen lässt sich damit ein Nutzen für Routen bzw. Navigationsanwendungen erzielen. Unten in der Abbildung sehen Sie einmal die Kreuzungssituation, die hier dargestellt ist, mit einzelnen Abschnitten und auf der rechten Seite in der Tabelle dann mögliche Kombinationen der Verlinkung. Dieses Verlinkungskonzept sorgt auch dafür, dass wir wieder eine redundanzfreie Repräsentation haben. Auch die Geometrie muss nicht von verschiedenen Objekten separat dargestellt werden, sondern kann sich wieder geteilt werden, sodass sie nur einmal gespeichert werden muss. Ich möchte hier noch ein Beispiel zeigen von Ingolstadt. Diese CityGML-Datei wurde gewonnen ursprünglich aus OpenDrive-Daten, die mit dem Converter Airtron, der ebenfalls bei uns am Lehrstuhl entwickelt wurde, wird nach CityGML übertragen wurden. Testdaten finden Sie auf GitHub und für weitere interaktive Demos können wir auch rechts nochmal den Link folgen. Ich möchte nun noch ein paar Anwendungsbeispiele erwähnen. Zum einen in der Infrastrukturplanung oder Verwaltung. Hier kann das Transportation-Modul genutzt werden, um zum Beispiel Informationen über die Güte der Straßenqualität zu ermitteln und dann im Nachgang auszuwerfen. Genauso lassen sich jetzt auch über das Dynamizer-Konzept Straßenraumdaten zum Beispiel mit Induktionsschleifen verknüpfen. Das heißt, man kann auch Echtzeitinformationen aus dem Verkehr ziehen, die Verkehrsdichte zum Beispiel über die Anzahl der Nutzungen der Induktionsschleife. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, CityGML 3 wartet mit einer Reihe neuen und nützlicher Konzepte auf, die verbesserte Darstellung anderer Konstruktionen sowie Informationen über Gebäude, Höhen und Ereignisse, qualifizierte Volumen und Flächenmaße. Zudem gibt es eine verbesserte Darstellung der Evolution von Städten. Wir haben die Möglichkeit, dynamische Daten darzustellen, sowie eine Verknüpfung mit dem Internet der Dinge zu gewährleisten. CityGML 3 bietet nun mehr Flexibilität bei der Darstellung des Innen- und Außenraums von Stadtobjekten und das Ganze endet in einem neuen LOD-Konzept, was Sie gesehen haben. Zudem können wir über die neue Ordnung physische und logische Objekte besser darstellen und haben auch eine Verknüpfung von 3D-Stadtmodellen mit Punktwolken. Insgesamt bietet CityGML 3 nun auch eine bessere Interoperabilität mit anderen Standards, wie zum Beispiel InnoGML, IFC, RDF, Latin und Inspire. Alle diese Konzepte verbessern letztendlich die Nutzung von 3D-Stadtmodellen in verschiedenen Anwendungsbereichen wie in der Stadtplanung, Energiesimulation, Umweltsimulation, Verkehrsanalysen, autonomen Fahren, Smart Cities und viel mehr. Modernste UML-Generierung einschließlich ISO-Konformität sowie automatisierte Ableitung von Austauschformaten sind gewährleistet und das Konzept der Application Domain Extension steht auch in CityGML 3 zur Verfügung. Es wurde sogar noch verbessert und ermöglicht nun die Definition von ADEs auf konzeptueller Ebene und die Codierung in verschiedenen Austauschformaten. Abschließend möchte ich jetzt noch
auf ein paar weitere Informationen zu CityGML3 verweisen. Einmal Online-Ressourcen auf GitHub, zu dem konzeptionellen Modell, UML-Diagramme und Testdatensätze, zudem noch ein Paper zur Einführung in CityGML 3.0 und weitere Informationen zur Straßenraummodellierung, einmal von meinem Kollegen Christoph Ball sowie noch weitere Online-Demos und ein Paper zum Straßenraum. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.